seht euch diese filmreife Kulisse des Eilean Castle an. Ja, filmreif ist auch das Stichwort. Wir sehen uns jetzt ein paar Filmdrehorte hier in Schottland an. Hier wurde zum Beispiel Die Welt ist nicht genug, der James Bond Film, und die Geschichte vom unsterblichen Highlander mit Christopher Lambert gedreht. Ja, ihr werdet aber auch noch mitkommen auf den Jacobite Steam Train und noch ein paar andere Orte. Viel Spaß dabei und jetzt erstmal ins Castle. Eilean Castle befindet sich in den West Highlands nahe des Orts Dorney. Er ist Stammsitz des Clans McCrae, dem die Burg heute noch gehört. Sie entstand um 1220 zur Verteidigung gegen angreifende Wikinger. 1719 wurde sie bei der Zerschlagung des Jakobitenaufstands zerstört. Die heutige Burg zählt damit als Rekonstruktion. Im Inneren beherbergt sie jetzt ein Museum. Wir empfanden die Maßnahme während der Pandemie super. Der Besuch funktioniert, Stand Oktober 20, nur mit Online-Anmeldung. Bei der Ticketabholung erfolgt ein Temperaturcheck, bevor man dann über die Brücke gelassen wird. Durch die reduzierte Besucherzahl kann man zurzeit allerdings die Außenanlage wie das Museum nahezu alleine erkunden. Wir können den Besuch nur empfehlen. So, schwenken wir jetzt aber zu unserem nächsten mobilen Drehort. Der Jacobite ist ein dampfbetriebener Museumszug. Benannt ist er nach den Jakobiten. Genau, dieselben Jakobiten, von denen wir schon gerade am Eilean Castle hörten. Leider gibt es zu deren Aufstand bisher keine Filmepen à la Braveheart. Eine abgewandelte Version könnt ihr allerdings in der zweiten Staffel der Zeitreiseserie Outlander sehen. Der Aufstand der Jakobiten gegen die britische Krone begann in Glenfinnan. Kurz vor dieser Ortschaft führt die Strecke auch über das aus den Harry Potter Filmen bekannte Viadukt. Denn, ihr habt es sicherlich schon erraten, der Jacobite ist zudem das Vorbild für den Hogwarts Express. So, wir sind mit dem Jacobite Steam Train in Mellick angekommen. Das ist so ein kleines Fischerdörflein. Ja, fand die Fahrt schön entspannt. Ja, ob man jetzt unbedingt nach Mellick muss oder nicht, ist halt hier ein kleiner Touri-Ort. Der Zug endet hier halt. Ja. Zweimal täglich fährt er zwischen Mellick und Fort William. Fort William, danke. Kommt schon ganz durcheinander. Ja, die koppeln den jetzt ab und ich denke mal, die setzen den dann vorne wieder dran und dann geht's zurück. Die Fahrt hin und zurück waren roundabout ein bisschen mehr als 40 Pfund. Ja, also wie hast du es formuliert, man zahlt dafür. Dass man mal wieder mit einer Dampflokomotive fahren kann. Ja, aber ich würde jetzt sagen, trotz allem empfehlenswert, es ist nicht der Sagano Scenic Train in Arashiyama. Ja, ich werde niemals aufhören, über den Sagano Train herzuziehen. Zu Recht. Der reguläre Dampfbetrieb auf der Strecke endete in den 1960er Jahren. Erst 1984 wurde der Jacobite als Touristenattraktion wieder ins Leben gerufen. Die Tickets bucht man bequem über die Website. Nicht wundern, ihr bekommt dort erst eine Mail-Bestätigung. Die Tickets selbst folgen erst kurz vor der Reise, ebenfalls per Mail. Die Abstandsregeln in der Pandemie hält man ein, indem man die einzelnen Abteile im Waggon nur für zusammengehörige Personen vergibt. So, nun zum nächsten Drehort, den wir euch vorstellen wollen. Der führt uns wieder zu einer Burg, diesmal in der Nähe der Stadt Stirling. Oh mein Gott, schau dir das an. So, ich glaube, jetzt ist es gar keine Frage mehr, bei welcher Burg wir sind.
Gott, mach ein Foto, verdammt. Auf dieser späten mittelalterlichen Burg wurde also Monty Pythons Ritter der Kokosnuss gedreht. Doune Castle wurde zuerst als Landsitz und Jagdschluss für die schottischen Monarchen genutzt. Später sperrten die Jakobiten dort ihre Gefangenen ein. Die Burg diente vielen weiteren Produktionen als Drehort. So fanden hier Dreharbeiten für Game of Thrones und zuletzt für die Serie Outlander statt. Heute wird die Anlage vom staatlichen Denkmalschutz verwaltet. Wie bei den meisten ähnlichen Attraktionen ist während der Corona-Pandemie eine Vorabbuchung online notwendig. Da viele enge Passagen innerhalb des Baus existieren, sind derzeit wegen Social Distancing Maßnahmen einige Bereiche leider gesperrt. Der Eintritt pro Erwachsener beträgt 9 Pfund. Die Burg ist etwas kleiner, daher mag der Preis im Gegensatz zu anderen Burgen etwas hoch vorkommen, aber gerade für Filmfans ist es den Besuch auf jeden Fall wert. Im Museumshop gibt es als kleinen Gag übrigens Kokosnusshälften zu kaufen. So, das war's jetzt vom Doune Castle. Einen Drehort hätten wir noch für euch, für den müssen wir allerdings ein bisschen flunkern, weil Er nicht mehr in Schottland ist. aber wir wollten unbedingt hin. Kommt mit, wir machen ein kleines Rätsel draus. So, wir sind am nächsten unserer Drehorte angekommen. Ich sag diesmal nicht, was es ist. Wir laufen jetzt gleich drauf zu und ihr dürft raten. Na, habt ihr den Ort erkannt? An diesem Baum in der sogenannten Sycamore Gap hat schon Robin Hood gestanden. Genau gesagt Kevin Costner in der 1991er Filmversion. Nur ein paar Meilen von der schottischen Grenze entfernt könnt ihr diesen tollen Drehort besuchen. Das Beste, ihr bekommt nicht nur den Baum, sondern auch gleich noch einen historisch berühmten Ort dazu, den Hadrianswall. Er wurde ab dem Jahr 122 nach unserer Zeitrechnung auf Anordnung Kaiser Hadrians erbaut, als dieser die nördlichen Grenzen des Römischen Reichs besuchte. Der Wall erstreckt sich auf über 110 Kilometer. Das Weltkulturerbe ist bestens für kurze und lange Wanderungen geeignet. Für einen Ausflug zum Sycamore Gap empfehlen wir das Parken am Steel Rig Car Park. Für die Strecke zum Gap und zurück von dort braucht ihr eine gute Stunde. Hier noch ein paar Eindrücke vom Hadrianswall. Er alleine ist schon hier eine Wanderung wert. Es gibt noch viele weitere tolle Drehorte in der wunderbaren Landschaft Schottlands zu entdecken. Wir aber schließen hier am Rande von England unsere Filmreise ab und wenden uns wieder unserem Roadtrip zu. In der nächsten Episode besuchen wir zum Beispiel die Insel Skye. Und dann geht es bald ab nach Islay zu Whisky-Tastings und einem Hochlandrind namens Gandalf. Dann bis zur nächsten Episode bei SBK on Tour.